Das Wasser beim Malen ist für viele eine Herausforderung. Zu viel Wasser, zu wenig, es macht, was es will. Und deshalb möchte ich hier ein paar grundlegende Dinge zeigen, wie du das Wasser besser dosieren und kontrollieren kannst. Der Zufall wird weiterhin eine Rolle spielen und das ist auch das Schöne an der Wasserfarbe. Aber du weißt, wie du das auch ein bisschen beeinflussen kannst. Hallo, ich bin Barbara Grünenfelder. Ich gebe seit 13 Jahren Urban Sketching Kurse in der Region Bern und online und ich mag Wasserfarbe sehr beim Urban Sketching. Es ist so ein geniales, praktisches, cooles Medium und ich gebe das sehr gerne weiter und ich hoffe, dass dieses Video mit diesen 10 Tipps auch hilft, die Scheu vor der Wasserfarbe zu verlieren und das Wasser ein bisschen mehr in den Griff zu bekommen. Zuerst mal muss die Farbe angefeuchtet sein, damit sie sich gut lösen kann und kräftigere Farben gibt auf dem Papier. Ich habe das da mit diesem Sprayfläschchen gemacht und das habe ich einfach mit Hahnenwasser gefüllt. Wenn ich mit wenig Gepäck unterwegs bin, nehme ich ein bisschen Wasser und gebe so von der hellsten Farbe zu den dunkleren, einfach wegen der Verschmutzung, gebe ich da je einen Tropfen Wasser dazu. Mit Künstlerfarben oder guten Studienfarben löst sich natürlich auch mehr Pigment als mit weniger guten Farben, aber mit Anfeuchten hat man schon viel erreicht. Der zweite Tipp ist wirklich das Wasser nach dem Spülen im Wasserbecher abstreifen. Noch trockener wird der Pinsel, wenn man ihn noch an einem Lappen abtupft. Aber das Abstreifen da einfach angewöhnen, sonst ist viel zu viel Wasser oder viel zu wässrige Farbe auf dem Papier. Drittens, Farbe kann man so aus dem Näpfchen nehmen, aber hier hat es auch einen Palettendeckel, wo ich die Farbe eben anrühren kann und dann kann ich so mischen, wie ich sie haben möchte. Und das ist schon der vierte Tipp. Ich kann nämlich auf dem Papier, auf das ich zeichnen, malen, skizzieren möchte, auf genau diesem Papier die Farbe ausprobieren. Jedes Papier reagiert etwas anders auf Wasserfarbe, deshalb ist es wichtig, das gleiche Papier zu nehmen und ich kann gleich am Rand eine Reihe Farbproben oder unten eine Reihe Farbproben machen. Das gibt noch so ein zusätzliches Layout-Element für die Skizze. Aber da kann ich einfach ausprobieren, wie die Farbe, die ich am Pinsel habe, wirklich dann auf dem Papier aussieht. Nach dem Trocknen ist es dann noch etwas heller. Fünftens, wenn ich die Farbe besonders trocken möchte, kann ich sie auch da, also ich kann das Wasser da abstreifen. Ich kann hier den Pinsel so gut ich kann trocknen und dann wirklich mit dem möglichst trockenen Pinsel die angefeuchtete Farbe nehmen, um so mit fast trockener Farbe zu malen oder eben so ganz intensiv. Wenn dir das Video bis da gefallen hat, freue ich mich sehr über einen Daumen hoch, Abo, teilen, das hilft auch meinem Kanal sehr. Dann kommen noch 4 Tipps für mit dem Wasserpinsel. Also die Nummer 6. Wenn ich mit dem Wasserpinsel Temperaturschwankungen oder Luftdruckschwankungen habe, dann kann es passieren, dass plötzlich viel Wasser kommt. Deshalb ist es eine gute Idee, zuerst mal ein bisschen Druckausgleich zu machen über dem Gras oder über einem Lappen. Nummer 7. Wenn ich mit dem Wasserpinsel in die Palette gehe, ist es zuerst sehr kräftig
Und nachher wird die Farbe immer verdünnter, weil ja immer mehr Wasser dazukommt vom Wassertank. Wenn ich gleichmäßige Farbe möchte, da kann ich auch wieder mit Wasser im Tank oder mit Wasser aus dem Glas einen Wasservorrat in der Palette mischen und dann kann ich viel die größere Fläche einfach gleichmäßig anmalen. Nummer 8. Um den Pinsel jetzt zu reinigen, kann ich ihn zum Beispiel auf einem Lappen vorspülen, dann kommt das Farbwasser in die Kanalisation anstatt in die Natur. Ich kann ihn einfach im Wasser ausspülen und ich kann da auch ein bisschen drücken. Es ist normal, dass die Pinselfarbe nicht mehr weiß wird, aber der Pinsel gibt keine Farbe mehr ab. Nummer 9. Mir sind schon Wasserpinsel undurchlässig geworden, also dass das Wasser einfach nicht mehr durchkam, wenn ich sie längere Zeit nicht mehr gebraucht habe. Also Wasserpinsel einfach, wenn du sie 1-2 Monate nicht mehr brauchst, ausleeren und trocknen lassen. Wenn ich jetzt da irgendwo zu viel Wasser habe oder mehr als ich möchte, dann kann ich das mit dem trockenen Pinsel wegtupfen. Das fließt jetzt in den Pinsel zurück. Oder ich könnte es mit einem Lappen wegtupfen. Oder ich könnte es mit einem Löschblatt wegtupfen. Ich kann auch einen Bereich mit einem Papiertaschentuch so wegtupfen, dass eine gerade Kante entsteht. Das ist manchmal bei Architektur oder so noch praktisch. Diese Tropfen kann ich da wieder etwas zurücknehmen. Manchmal läuft Wasser im Skizzenbuch unter dem Falz durch, wie das hier passiert ist, von dieser sehr vollen Zeichnung her. Und dann nehme ich jeweils das Löschblatt, deshalb ist diese Kante da so voll. Und so kann ich gerade längs der ganzen Kante das Wasser aufsaugen. Hier sieht man es auch ein bisschen, aber es stoppt hier. Das ist da durchgelaufen und da habe ich eben rechtzeitig mit dem Löschblatt die Wasserfarbe aufgesaugt und deshalb konnte sie da nicht weiterlaufen. Also auch wenn du zu viel Wasser aufs Papier bekommst, hast du noch Möglichkeiten, das zu kontrollieren mit einem Löschblatt, auch eben an die Kante mit einem Papiertaschentuch oder mit einem Lappen. Es ist Übungssache. Du kannst mit diesen 10 Tipps mal üben, ganz kräftige Farben zu machen, so mittelintensive Farben und wässrige Farben. Und du kannst auch ganz viele Farbmischübungen machen und dabei darauf achten, dass du das Wasser einigermaßen kontrollierst. Hier geht es zu mehr Urban Sketching Tutorials. Hier geht es zu gemütlicheren Zeichenvideos, wo du mir beim Zeichnen zuschauen kannst, und dieses Video da könnte dich auch noch interessieren.